Als ich 15 Jahre alt war, wurde bei meiner Mutter Krebs festgestellt. Sie starb 2 oder 3 Monate später in meinen Armen. Es war sehr frustrierend und schwer zu verstehen, warum das gerade in meiner Familie passierte. Wenn meine Mutter ein guter Mensch war, warum hat Gott sie mir genommen? In dieser Zeit versuchte ich mich selbst zu finden, in irgendwas. Ich versuchte den Schmerz, den ich fühlte, zu betäuben. Ich gönnte mir keine Ruhe und in manchen Momenten fühlte ich, wie der Schmerz in den Hintergrund rückte. Aber eigentlich war die Wurzel des Problems in mir nicht gelöst. Es war nur verschleiert und verdeckt. Alles wurde schlimmer. Es war dieses kalte, unangenehme Gefühl, das ich zu jeder Zeit vermeiden wollte und von dem ich immer versuchte wegzurennen. Ich wollte Wärme. Ich wollte die Gewissheit, dass es morgen besser wird und ich, egal wie, einen Ausweg aus meiner finsteren Situation finde. Ich realisierte, dass die Welt keine Antwort für mich hatte. Als ich das gemerkt habe, entschied ich mich, alles zu verändern. Ich wuchs in einem christlichen Elternhaus auf und ich wusste bereits als Kind, wer Gott ist. Aber nachdem das mit mir und meiner Mutter passiert war, nachdem sie in meinen Armen gestorben war, merkte ich, dass ich nicht das Grundlegendste über Gott wusste oder ob er überhaupt existiert. In dieser schwierigen Zeit kam ich voller Panik zu ihm. Ich wollte verstehen und falls die Antwort bei Gott lag, wollte ich sie ganz genau wissen. Ich fing an zu verstehen, dass ich eine persönliche und intime Beziehung zu ihm brauchte. Ich wollte sie erleben, ich wollte sie begreifen. Jetzt hatte ich die Wärme Gottes erfahren und die väterliche Liebe, die nur er geben kann. Und er sagte, alles wird gut, ich bin immer bei dir. Jetzt ist mein Leben viel leichter und einfacher. Ich habe eine eigene Familie, ein Kind, eine Ehefrau, die ich liebe und die mir hilft und mich unterstützt in allem, was ich tue. Als ich Gott persönlich erfahren habe, war es, als hätte er mir ein neues Leben gegeben. Er sieht mich als seine neue Kreation. Für mich ist das die wahre Freude.